This is going to be the biggest crash in world history. Robert Kiyosaki sagt für Oktober den größten Crash der Weltgeschichte voraus. Das nenne ich mal eine Ansage. Da klingen andere Crash-Propheten fast schon wie Optimisten. Was wir gerade erleben, ist das monetäre Endspiel. Wir erleben gerade live, wie der Euro zu Grabe getragen wird, weil diese Krise wird der Euro meiner Ansicht nach nicht überleben. Heute schauen wir uns an, warum Kiyosaki überhaupt an einen Crash glaubt. Wir gehen die Argumente durch und bewerten, ob das realistisch ist. Ich zeige dir, in was der Rich Dad Poor Dad Autor investieren möchte. Gib mir ein frühes Like, um mich und meine Arbeit zu supporten. Wenn man jemanden wie Kiyosaki kritisiert, kommen die Fans aus den Löchern gekrochen und verteilen aus Prinzip Negativdaumen. Crash-Propheten haben keine hohe Trefferquote. Sie packen öfters irgendwelche negativen News aus und machen unnötig Panik. In den Medien wird jeden Monat eine neue Crash-Sau durchs Börsendorf geprügelt. Crash-Propheten nutzen diese Ängste gnadenlos aus. Manchmal kommt es wirklich zum Crash. Corona und März 2020 lassen grüßen. Vielleicht hat Kiyosaki jetzt im Oktober so einen Moment wie damals ausgegraben. Crash-Videos generieren gigantisches Interesse. Kitco News erhält normal um die 30.000 Klicks herum. Das Kiyosaki-Crash-Video brachte über 700.000 Klicks ein und es werden immer mehr. Viele Aktionäre lassen sich von solchen Crash-Prognosen verunsichern. Ich habe selbst einige Nachrichten erhalten. Hilfe, soll ich meine Aktien verkaufen? Der Kiyosaki glaubt an einen Crash. Irgendwie sowas. Ängste sind menschlich. Schau dir einmal mein aktuelles Megatrend-Depot an. Es besteht zum größten Teil aus Tesla. Die Aktie ist hochspekulativ. Bei einem Mega-Crash würde sie um über 80% einbrechen. Möchtest du 80% des Geldes verlieren? Nein, das möchte natürlich niemand von uns. Vor allem neue Aktionäre hören auf Crash-Prognosen. Da drehen die Nerven durch, wenn man sowas wie Tesla im Depot hat. Deshalb möchte ich heute rational und sachlich die Prognose von Kiyosaki auseinandernehmen. Apropos Tesla und Depot, als Broker nutze ich unter anderem XTB. Hier siehst du meine Tesla-Position. Ich kaufe dort Tesla-Aktien, weil ich direkt an 16 internationalen Börsen handeln kann. Manche Aktien wie PubMatic sind nur im Ausland erhältlich. Ich habe die XTB unten im ersten Kommentar verlinkt. Dort findest du alle wichtigen Infos zum Broker. Schau rein. Genug der Einleitung. Bahn frei für unseren unfreiwilligen Stargast. Was soll der Auslöser für den Oktober-Crash sein? Secretary Yellen is warning that if Congress doesn't raise the debt limit by October 18th, that there'll be a financial crisis, a calamity, as she calls it. Is this what you think will trigger this October crash? Bevor ich dir Kiyosakis Antwort verrate, sprechen wir kurz die politischen Rahmenbedingungen durch. Die Moderatorin nennt den 18. Oktober. Warum ist dieses Datum wichtig? In den USA gibt es eine Schuldenobergrenze. Die Regierung kann nur bis zu dieser bestimmten Summe Geld ausgeben. Ist die Grenze erreicht, dürfen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Es kommt zu einem Regierungsstillstand, auch Shutdown genannt. Am 18. Oktober wäre die Schuldengrenze erreicht worden. Es hätte ein Shutdown gedroht. Die USA hätten kein frisches Geld mehr gehabt. Das hätte die Aktienmärkte enorm belastet. Doch dieses Übel wurde vor wenigen Tagen abgewendet. Die Abgeordneten haben einer Erhöhung der Schuldenobergrenze zugestimmt. Die USA können sich um weitere 480 Milliarden Dollar verschulden. Das ist nicht viel. Man hat sich nur 2 bis 3 Monate Zeit erkauft. Der nächste Shutdown droht Mitte Dezember bis Anfang Januar. Das Problemchen wurde also vertagt. Es wird deswegen keinen Oktober-Crash geben. Aber vielleicht ein Dezember- oder Januar-Crash? Nein, das denke ich auch nicht. Die Grafik zeigte die letzten 5 Jahre. Seit 2016 wurde die Schuldenobergrenze regelmäßig angehoben. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die mögliche Verschuldung wird seit weit über 50 Jahren immer höher und höher. Warum sollte sich das jetzt plötzlich ändern? Die Wahrscheinlichkeit spricht hier glasklar für eine immer höhere Schuldenobergrenze. Wegen irgendwelchen Grenzen wird es keinen Crash geben. Das ist in meinen Augen nur unnötiges Geschwätz. Die Medien wirbeln etwas Staub auf, damit du auf den Artikel klickst. So verdienen sie an dir Geld. Hören wir uns den Ausschnitt von vorher nochmals an. Is this what you think will trigger this October crash? Well, I think it's already been triggered personally, because after I posted that market crash, the S&P 500 is really the S&P 7, and it's being held up by Treasury Secretary Yellen and Powell. So there's no correlation between the economy and what Yellen and Powell are doing.
Die Moderatorin hat den 18. Oktober aufgewirbelt. Wie bereits gesagt, so verdienen Medien Geld. Kiyosaki sieht generell die Schulden als großes Problem. Hierzu passt perfekt ein Zitat von Altmeister André Costolani. Mit der Wirtschaft und der Börse verhält es sich wie mit dem Mann und seinem Hund beim Spaziergang. Der Mann läuft langsam und gleichmäßig weiter. Der Hund läuft vor und zurück. Aber beide bewegen sich in die gleiche Richtung. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund die Börse. Laut Kiyosaki ist der Hund ganz weit vorgelaufen. Die Leine spannt schon, so weit vorne ist er. Die Wirtschaft in Form des Mannes läuft weit hinter dem Hund. Der Hund muss also wieder zurücklaufen. Im Klartext heißt das Börsencrash. Kiyosaki sieht den S&P 500 in der Krise und da ganz konkret die 7 größten Unternehmen. Da sind Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla und Nvidia. Die Krise geht laut ihm von der Fed aus. Die US-Notenbank schwemmt die Märkte mit Geld. Sie verfolgt eine ultralockere Geldpolitik. Davon profitieren die großen Tech-Aktien. Ich sehe auch diesen Punkt komplett anders als Kiyosaki. Genau diese 7 Unternehmen sind die größten Profiteure unserer Zeit. Auch ohne Corona oder Geldschwemme würden sie sich wunderbar entwickeln. Apple und Co. dominieren unseren Alltag. Ich höre überall Beschwerden über mangelnden Datenschutz. Apple zockt seine Kunden mit viel zu teuren iPhones ab. Und was machen wir, die lieben Kunden? Wir kaufen uns das neueste iPhone und posten die Kritik über Facebook auf Facebook. Da lacht sich Zuckerberg darüber schlapp. Er schaltet dann Anzeigen und verdient fleißig an uns Geld. Ich sehe keine gewaltige Überbewertung der Tech-Riesen. Die Unternehmen sitzen auf gigantischen Geldbergen. Die haben teils 100 bis 200 Milliarden Cash-ähnliche Reserven. Klar, die Aktienkurse können immer mal 10% fallen. Doch das ist kein Crash, sondern eine ganz normale Marktbewegung. Was genau soll den Crash eigentlich auslösen? What's the trigger that really shatters investor confidence in the equity markets? Well, I don't know what it'll exactly be, but you can't keep printing fake money. You know, that's M2. And the velocity of money keeps dropping, but the debt keeps going up. So you and I don't have to go to Harvard to understand. That's not good. Spannend. Kiyosaki sagt, dass im Oktober ein grandioser Crash kommen soll. Kein kleinerer Einbruch, nein, das könnte man charttechnisch erklären. Ein grandioser Crash soll kommen. Er weiß aber nicht, warum er kommen soll. Die Crash-Ansage für Oktober ist also unseriös. Ich formuliere es ganz deutlich. Er hat absolut gar keinen Plan, wann ein Crash kommt. Er glaubt nur, dass seine Gründe irgendwann zu einem Crash führen werden. Und das sind M2 und Velocity of Money. Was heißt das? Well, the big debate is there inflation or deflation? And if you look historically, what's happened today is the nominal debt to GDP is a correlation of M2, the volume of money, times the velocity of money. Right. And the reason Yellen and Powell are scrambling is because they've expanded M2, so everybody thinks there's going to be inflation. But velocity of money, which is what Jim Records and I always talk about, the velocity of money is plummeting. People are not spending. So they pump all this money in, prices go up. Meanwhile, the Asians are catching up now. The ports are finally open. So it is transitory inflation. But the problem is we're stacked with this massive debt, and all it's done is bump up the stock market and real estate market. Ich erkläre es nochmals ganz einfach auf Deutsch. In jedem Land haben wir eine bestimmte Geldmenge. Sie kann sich verändern, wenn zum Beispiel Geld gedruckt wird. Unter M2 versteht man unter anderem Bargeld und Girokontoguthaben. Da sind auch Sparkonten und Geldmarktfonds drin. Die M2-Geldmenge ist gestiegen. Das siehst du eindeutig. Das Größte aber ist die Velocity of Money, also die Geldumlaufgeschwindigkeit. Die Kurve geht sogar drastisch runter. Das heißt, die Leute geben das Geld nicht aus, sondern horten es lieber. Das ist laut Kiyosaki ein großes Problem. Die Inflation geht hoch, weil die Geldmenge steigt. Die Leute geben ihr Geld trotzdem kaum aus. Sie sparen und investieren es lieber an der Börse. Das hat auch die Aktienmärkte zum Explodieren gebracht. Die Börse ist der Wirtschaft enteilt. Der Hund ist dem Herrchen davongerannt. Das größte Übel sind mal wieder die Schulden. Sie wachsen immer mehr und mehr an. Parallel steigen die Aktienmärkte. Platzt dieses Schuldenkonstrukt, platzen die Aktienmärkte.
Das ist Kiyosakis Crash-Ansage in einfach erklärt. Was ich davon halte? Nichts. Ich halte die Panik um Schulden für absolut überschätzt. Es wird schon seit Jahrzehnten über Schulden geheult. Es ist nichts passiert und meiner Meinung nach wird auch in Zukunft nichts passieren. Oder zumindest in den nächsten 10 Jahren. Im Notfall kommt sowas wie die 1 Billion Dollar Münze. Kein Scherz. Diese Idee kursierte zuletzt tatsächlich in den Medien. Um die Schulden zu umgehen, könnte die US-Finanzministerin Yellen mal eben eine solche Münze in Auftrag geben. Doch das wäre eine absolute Krisenlösung. Das mediale Echo wäre gewaltig. Eine solche Maßnahme wäre ein großes Warnzeichen. Da würde selbst ich vorsichtig unter die Crash-Propheten gehen und mich absichern. Es zeigt, dass es keinen anderen Ausweg mehr gäbe. Bis es keine solchen Maßnahmen gibt, bleibe ich aber ganz klar bullish. Kiyosaki hat noch mehr Gründe. Technology is going to wipe out more jobs. Like, who's going to fly? Who's going to stay at a hotel? You know, I can now do more seminars in a day. You know, I did one the other day. I did a recording in Europe. I did one in the States, and then that evening I did one in Singapore. I don't climb on an airplane? So meanwhile, they're trying to keep these dead industries afloat, and somebody's going to say, hey, it cannot go much further, and it's coming this October because the velocity of money is now too slow. Savings are going up, spending is going down. Dieses Argument halte ich für ganz weit weg hergeholt. Ja, moderne Technologie wird Jobs vernichten. Bis 2030 sollen laut McKinsey 800 Millionen Jobs wegfallen. Die University of Oxford sagt voraus, dass in den nächsten 2 Jahrzehnten 47% aller Jobs verschwinden. Das liegt an der Automatisierung. Roboter erledigen standardisierte Arbeitsabläufe. Sowas wie Finanzberater werden ebenfalls nicht mehr benötigt. Doch es gibt auch Zweifel an den Studien. Es ist immer einfacher, die Verlierer vorherzusagen. Es werden auch neue Jobs entstehen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Deshalb sind die Jobverlustängste deutlich überspitzt. Kiyosaki übertreibt es am meisten. Die Studien sprechen teils von Jahrzehnten. Laut unserem Crash-Propheten soll sich der Jobwandel bereits diesen Monat verheerend auswirken. Für die Börse ist dieses Problem weder heute noch morgen relevant. Ja, für einzelne Branchen, aber das war schon immer so. Technologien kommen und gehen. Da ist die Politik ein viel größeres Problem, wenn mal wieder ein Lockdown aus dem Hut gezaubert wird. Warum bringt Kiyosaki dieses Argument wirklich? When markets crash, it's the best time to get rich. So I'm getting very excited about a crash coming because the better stocks will come available. Unfortunately, Michelle, there would be massive social unrest. That's what I'm more concerned about, because we have not reinvested. The Fed and the Treasury have only invested in the investor class. They haven't invested in the working class. Er baut gezielt ein Feindbild auf, die US-Notenbank Fed. Sie hat nur in die Investorenklasse investiert, aber nicht in die Arbeiterklasse. Warum sagt er sowas? Dieses eine Zitat sagt alles aus. I don't trust the Fed. And Ron Paul said we should end the Fed. I agree with him. They're actually Marxist organizations. And that's what I cover in my book coming out November 10th, the Marine Corps birthday, is we need the Capitalist Manifesto. And that's why our gold, silver and Bitcoin are for capitalists. Nun ist alles klar. Er möchte sein Buch verkaufen, das am 10. November rauskommt. Deshalb auch der Hate gegen die Fed und die teils unsinnigen Argumente. Da passt auch das Argument mit den Jobverlustängsten bei Arbeitern rein. Das sind seine Kunden. Also spricht er sie durch mehrere Ängste an. Er macht Panik im Oktober, um seine Buchverkäufe zu pushen und sich selbst ins Gespräch zu bringen. Dieses Muster sehen wir bei vielen Crash-Propheten. Rein zufällig, wirklich nur purer Zufall, verkaufen die meisten von ihnen Bücher, Seminare oder bieten einen Fonds an. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie möchte Kiyosaki investieren? Zuerst einmal ein Zitat zu seiner Strategie. So I remember in 2000, gold went down to like 300 or something like this. I thought I died and went to heaven. I just backed up the truck. So when Bitcoin went to, let's say, 20,000, I was going, well, that's kind of interesting. So when it backed down to 3, then rebounded to 6, I picked it up at 6, and it's 41 today. Er wartet auf große Börsencrashs und kauft dann stark ein. Das kann auch ein Krypto-Crash sein. Kiyosaki steht modernen Anlageformen offen gegenüber. Was empfiehlt er genau jetzt? I like crashes. So this next crash is going to be really, really good, but it'll bring down gold, silver, Bitcoin stocks. But the good news is a crash is a good time to get rich. So that's why I'm optimistic, and I'm very
optimistic on gold, silver, and Bitcoin, not on stocks. Seine Ansage lautet, Crash abwarten und dann Gold, Silber und Bitcoin kaufen, aber keine Aktien. Er mag keine Aktien, weil sie durch die Fed künstlich aufgepumpt wurden. Da sieht er wohl weniger Potenzial. Meine Meinung? Ja. Vom Kern her ist seine Meinung richtig. Im Crash sollte man Eier beweisen und shoppen gehen. Aber dafür muss man kein Börsengenie sein. Viel mehr Leute haben Geld verloren, indem sie auf einen Crash gewartet haben, der nicht gekommen ist. Sollte es zu einem Crash kommen, sind Gold, Silber und Bitcoin sinnvolle Investments. Fällt Bitcoin unter 20.000 $, würde ich groß shoppen gehen. Binance steht oben auf meiner Kaufliste. So generell warte ich nun auf einen NFT-Crash. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Stürzen die ganzen NFTs um 70% oder mehr ab, gehe ich groß shoppen. Ich denke, die Preise sollten sich so wie Bitcoin nach Ende 2017 entwickeln. Bitcoin ist von rund 20.000 auf 3.500 $ gefallen. Das sind über 80%. Dann ging es gewaltig hoch. Ein ähnliches Szenario warte ich bei NFTs. Krypto sollen parallel runtergezogen werden. Bei Aktien widerspreche ich ihm ganz klar. Die Stimmung an der Börse ist negativ. Der Fear and Greed Index notiert negativ. Ein Wert von 31 ist leicht pessimistisch. Die Märkte können locker 5% herumfallen. Wir haben aktuell aber kein Fundament für einen großen Börsencrash. Von Euphorie wie im Februar 2021 sind wir himmelweit entfernt. In der YouTube-Welt reden viele vom Crash. Aus meiner Sicht sind nicht nur die Finanzmärkte und die Aktienmärkte, sondern wir alle in einer brandgefährlichen Lage. Warum? Weil aus der derzeitigen Energiekrise mit explodierenden Preisen sich eine Versorgungskrise entwickelt. Wir also mithin Güter des täglichen Bedarfs, Dinge, die für uns selbstverständlich sind, plötzlich nicht mehr da sind. Ich sehe und höre überall nur Kritiker. Ich lese nur von Problemen. Wenn über Probleme und nicht über Lösungen gesprochen wird, ist das positiv. Lösungen sind sowas wie im Februar 2021, als für jedes Problemchen irgendeine Tech-Lösung diskutiert wurde. Da wurde ein Megatrend nach dem nächsten durchgejagt. Wasserstoff, CRISPR, 3D-Druck und sogar Bienen. One company is seeking to address this issue with what they believe is a major agricultural innovation, starting with the humble bee. Aktuell sehe ich keine Lösungen, nur Probleme. Inflation, Schulden, M2-Geldmenge, Velocity of Money und. Als Anleger musst du dir beide Seiten anhören. Ich bin niemand, der an seiner Meinung festhält, nur um Recht zu haben. Lieferst du mir ein neues, negatives Wow-Argument zu einem meiner Aktien, verkaufe ich noch heute. Von Kiyosaki habe ich kein einziges Argument gehört, was mir Angst macht. Deshalb bleibe ich bei meiner Prognose. Wir sollten dieses Jahr neue Allzeithoch sehen. Einen gigantischen Oktober-Jahrhundert-Crash wird's nicht geben. Crash-Propheten und Medien jammern sich gerne einen negativen Daten ab. Ich klatsche all diesen Kritikern dieses Bild vor die Nase. Die Börse interessiert sich nicht für irgendwelche Statistiken. Man kann jede Statistik positiv oder negativ interpretieren. Die meisten Autoren interpretieren negativ, da sich mit Ängsten mehr Geld verdienen lässt. Aber nicht an der Börse, sondern an euch, liebe Zuschauer. Dir hat das Video gefallen? Dann abonniere meinen Kanal, wenn du mehr Inhalte wie dieses Video sehen willst. Danke dir und denk dran.